Es bleibt auch epic. Es geht aber nicht mehr ums Fischen, sondern um den Tiefbau, sage ich jetzt einfach mal. Denn ich habe mir zwei großartige Gäste hier hergeholt, damit sie über ihr neues Spiel sprechen. Sie sind extra zu uns nach Leipzig gekommen. Sie sind von Pithead Studio und sie erzählen uns jetzt was über Kralon. Herzlich willkommen, Björn und Jenny Pankratz. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ich fühle mich euch auch direkt verbunden, weil wir haben beide wilde Mode an heute. Ah, sehr schön. Ich finde das gut. Ist das Kirby? Ein Furby? Ja, irgendwie sowas, ja. Ja. Also ich habe was gesucht, was die Leute in ihren Träumen heimsucht. Ah, oh. Das war so meine Idee eigentlich. Aber passt ja gut, weil auch ihr wollt ja jetzt ein bisschen gruseliger werden in eurem neuen Spiel Kralon. Und ihr habt uns Gameplay mitgebracht, was wir heute angucken können. Ja, genau, richtig. Ja, wunderbar. Schauen wir doch mal rein, einfach im Hintergrund. Ich habe schon gesehen, erstmal für alle, die das noch gar nicht gehört haben, sträflicherweise. Ich hätte jetzt gesagt, für alle, die unter einem Stein leben, aber wer unter einem Stein lebt, hat vielleicht sogar schon eher was gehört, weil es spielt ja sehr weit unter sehr vielen Steinen. Ich habe die Moderationskarten sehr spät am Abend geschrieben. Es klang witziger, als ich das geschrieben habe. Lass uns mal über Kralon sprechen. Worum geht's? Was passiert? Ja, das Spiel ist im Grunde genommen ein Dungeon Crawler diesmal. Wir haben uns inspirieren lassen von vielen verschiedenen Oldschool Dungeon Crawlern, die es heute in der Zeit eigentlich gar nicht mehr so viel gibt. Das heißt, unser Dungeon Crawler ist mehr eine Mischung aus RPG-Elementen, so wie wir sie eigentlich auch von Hause aus machen, und Adventure-Elementen. Das heißt, es gibt viele Quests im Spiel, es gibt Dialoge, es gibt Kreaturen, die man treffen kann. Und wir haben gedacht, wir möchten es gerne sehr immersiv machen. Also machen wir es möglichst clean. Hier sieht man zum Beispiel super wenig vom HUD. Man kann alles Mögliche, was man findet, untersuchen und in die Hand nehmen. Und manche Sachen, die bergen auch irgendwelche Geheimnisse, da kann man was extra looten oder finden. Wie hier zum Beispiel ein bisschen Kohle. Kohle ist auch unsere Werbung, also nicht Werbung, sondern Währung. Wir haben zum Beispiel einiges an Ruhrpott-Elementen im Spiel. Wir kommen ja aus dem Ruhrpott und irgendwie ist das naheliegend. Da findet man zum Beispiel eine erste Waffe. Und wir würden gerne so ein bisschen damit spielen, dass man quasi dazu angehalten wird, wirklich den ganzen Level und den Dungeon auch zu exploren, sich alles genau anzugucken, dass man vielleicht Dinge nicht übersieht und ein bisschen rätseln muss, dass man Hintergrundinformationen bekommt, Lore über das Spiel und kleine Geschichten, ab und zu ein paar Rätsel. Und das ist etwas, was wir früher immer ganz toll fanden. Also haben wir das auch als Anlass genommen, zu benutzen. Und das sieht man ja auch, das ist ja schön platziert, weil die Welt ist handgebaut. Ne? Ist ja auch nochmal wichtig zu sagen. Ja, das ist handgebaut, Ja. das ist richtig. Inspiriert ist das Ganze, irgendwann in den 90ern habe ich immer gerne dieses Ultima Underworld gespielt. Ja? Da kam irgendwie alles Gameplay zusammen. Jump-and-Run-Elemente, Kampfelemente, du hattest halt irgendwie auch Gesellschaftsstrukturen, du konntest Dialoge führen, du hattest Quests und du musstest halt gucken, wie du dir deinen Weg, du hattest eine Karte, du hattest alles Mögliche und so. Und Arx Fatalis hat das Spielprinzip irgendwie nachher später mal aufgegriffen. Das war so auch ein bisschen sehr viel später. Ja? Und Arx Fatalis ist auch sowas, was so das, sag ich mal, die Inspiration dafür dieses Spiel ist. Ja? Das ist die Indie-Variante davon. Das heißt also, wir sind kleines Team und machen sehr viel Features rein und auch ein sehr großes Spiel ist es auch, ja, für ein Indie-Spiel, aber es ist halt davon inspiriert und wir machen die Indie-Variante davon. Mit Kampf, mit den ganzen Elementen, die ich gerade aufgezählt habe. Ja. Und vielleicht sehen wir es gleich auch nochmal, ihr habt auch Schleichelemente drin dieses Mal. Genau, das sieht man gleich nochmal in einer anderen Szene. In der hier, wo er jetzt so langsam den Gang lang läuft, kommt eine kleine Kampfszene. Da kann man zum Beispiel mal schauen. Wir haben uns an der Stelle so ein bisschen inspirieren lassen von dem First-Person-Kampfsystem von Skyrim. Ich glaube, es gibt auch ein paar andere Dungeon-Crawler, die das ähnlich machen. Es ist ein sehr puristisches Kampfsystem, also recht einfach gehalten. Und wir wollten gerne alles in Echtzeit haben. Also im Grunde genommen kann man dann tatsächlich auf das, was einem da begegnet und passiert, reagieren. Man sieht, genau wie in der Szene, guck mal, da kriegt man auch XP, also es gibt einiges an Rollenspiel-Features auch im Spiel.
Und wir wollten gerne, dass man ja, ein bisschen auch vom Viben erkennen kann, überlegen muss, was man macht. Man kann zum Beispiel Viecher, die einem nicht besonders freundlich gesonnen sind, an den Augen erkennen. Die sind nämlich rot. Man kann alle möglichen Objekte im Spiel manipulieren. Ne, hier findet ihr jetzt einen Heiltrank, den brauchen wir auch, wenn wir getroffen werden. Hier deuten wir an, man kann auch Fernkampf benutzen. Wir haben hier so ein paar Bolzen, die er finden kann und einstecken kann. Das heißt, es gibt im späteren Verlauf des Spiels auch sowas wie Crafting. Das werden wir euch dann in einer weiterführenden Demo dann mal irgendwann zeigen. Und in diesem Teil hier kann man im Grunde genommen den ersten Dungeon bespielen. Man spielt die Hauptfigur Kralon. Das ist im Grunde genommen einer, der in einen sehr tiefen Minenschacht gefallen ist, weil er einen Dämon gejagt hat. Und das ist irgendwie schiefgegangen. Durch einen Flügelschlag ist er in den Schacht gefallen, leider sehr, sehr tief. Und jetzt hängt er da, sein Schwert ist kaputt, er ist verletzt und muss halt gucken, wo bin ich hier überhaupt, was soll das eigentlich und worum geht's hier. Und hier geht jetzt die Szene mit dem Schleichen. Das heißt, es gibt Monster, die kündigen sich an mit dieser Vignette hier zum Beispiel. Ja? Da kann man sich verstecken, vor allem vor dem Licht. Ja? Das heißt also, wenn man im Licht ist weg, man kennt das von so Third-Person-Schleichspielen, wenn man nicht gesehen wird, dann ist man eigentlich relativ sicher und schleicht sich jetzt hier dran vorbei. Was uns wichtig war bei diesem Spiel, ist, dass es eine Ego-Perspektive ist, dass man drin ist im Spiel. Ja? Wir sind eher früher gewohnt, irgendwie Third Person zu machen und so. Und ich hatte immer so mehr so den Drang dazu, mehr näher dran zu sein irgendwie. Und wenn man jetzt hier so eine Location hat oder so, man reinkommt irgendwie, man hat irgendwie 3 Sachen, man sieht sofort hier dies, das, jenes, mitnehmen. Hier bei diesem Spiel wirst du tatsächlich dir alles angucken müssen und musst da schon ein bisschen mehr näher ran. Das macht das Gameplay auch sehr viel interessanter, dass man einige Sachen einfach nur so sich anschauen kann. Manchmal hat man versteckte Dinge da drin und so. Und und man muss auch immer ein bisschen schauen, hat man genug Zeit, um Sachen jetzt irgendwie zu untersuchen, wie komme ich da durch? Du hast Rollenspielelemente, du levelst hoch, du findest Dinge, die man für den Kampf nachher benutzen kann und so weiter. Das heißt also, es wird schon sehr aufmerksam spielen müssen, das Spiel, damit du am Ende des Tages auch tatsächlich erfolgreich bist. Ne? Man rennt jetzt immer vor diesem kleinen Kerlchen weg. Der kündigt sich auch an, ne? Also man merkt zum Beispiel, wenn so einer kommt, dann verändert sich so ein bisschen visuell der Bildschirm, man bekommt Herzklopfen und deswegen ist es so ein bisschen unheimlicher als das, was wir vorher so gemacht haben. Das kann schon gruselig sein, wenn man empfänglich für solche gruseligen Sachen ist, so wie ich zum Beispiel. Wir haben Maps eingebaut im Spiel, das sieht man hier. Das heißt, man kann verschiedene Karten im Dungeon finden oder auch kaufen, die einem dann zeigen, wo man ist, damit man sich orientieren kann, wenn man zum Beispiel irgendwas finden muss oder so. Es werden dann auch Hauptlocations oder so skizziert. Es gibt Bereiche, da sind mehr Figuren, die zum Beispiel auch mit mir vielleicht Tests haben. Ja. Oder man kann halt gekascht werden, wenn man nicht aufpasst. Und hier wird er jetzt eingesperrt in so einem kleinen Kerker. Und dann muss er halt gucken, wie komme ich hier wieder raus. Solche Elemente finden wir schön, das macht Spaß. Das ist irgendwie so ein bisschen Monkey Island da drin. Und wir haben uns dann von unterschiedlichen Ideen inspirieren lassen, wie wir sowas vielleicht nochmal umsetzen. Und so ein Spiel, was wir selber gerne zocken würden. Also diese Demo hier zum Beispiel beinhaltet tatsächlich auch schon erste Quests. Die sieht man in dem ersten Gameplay-Video hier jetzt noch nicht. Aber die ist tatsächlich bespielbar und zwar schon im Mai. Wir werden das erste Mal im Mai ausstellen auf der Roleplayverse in Oberhausen und diese Demo hier spielbar machen. Also jeder, der Bock hat, sich das selber mal anzugucken und zu spielen, der kann vorbeikommen und da mal Hand anlegen. Ah, sehr gut. Ja. Ich wollte gerade mal ganz kurz auf die Taschenlampe zu sprechen kommen. Ja. Weil als wir uns das im Vorfeld angeguckt haben, haben wir schon direkt gedacht, oh, eine Taschenlampe, die ist ja modern. Das andere ist ja eine Fackel und Kohle. Was heißt das denn jetzt? Wollt ihr vielleicht ganz kurz ein bisschen über euer Thema und euer Setting sprechen? Also wir machen eine Mischung aus Fantasy, ja, und Robotscham, ja, also auch diese Gruben und die Fördertürme und so weiter. Deswegen heißt unsere Firma auch Pithead Studio. Also Pithead ist der Schachteingang so, ja. Und das heißt, das ist das hat so einen Hauch Moderne mit drin. Und das hat halt auch ein Geheimnis, ein kosmisches Rätsel, was du hier zu lösen hast. Es ist nicht nur reines Fantasy.
Aber das meiste davon schon, ja. Und es hat auch Einflüsse von anderen Sachen dann noch, ja. Wir haben so eine Tour gemacht durchs Ruhrgebiet, sind in ganz vielen Zechen gewesen und haben auch mehrere Kooperationsverträge jetzt abgeschlossen tatsächlich. Gestern noch der letzte und können jetzt unterschiedliche Elemente aus dem tatsächlichen Ruhrgebiet und den Zechen im Spiel jetzt auch verwenden, was total cool ist. Und ja, ich glaube, das ist interessant für die, die es kennen, aber es ist auch interessant als kleine Gimmicks für die, die noch gar nichts damit zu tun haben, weil das hat alles immer so ein bisschen so einen eigenen Charme. Hier zum Beispiel sieht man auf dem Bild die Zeche Bonifatius, die gibt es tatsächlich. Und mit solchen Bezügen stellen wir immer mal wieder mit Easter Eggs so einen Bezug her zum tatsächlichen Ruhrgebiet. Später wird es auch noch Geschichten dazu geben für die Spieler, die länger spielen und sich dann verschiedene Sachen auch mal durchlesen wollen. Also auch die Hauptstory hat damit zu tun. Genau. Okay, sehr gut. Den Rest könnt ihr selber rausfinden. Aber ich habe gehört, es gibt auch noch ein Event, auf dem man gut wishlisten kann. Ein Steam-Event, wurde mir gesagt. Vielleicht, so gerade. Ja, also das Final X Game Steam-Event läuft gerade. Alle, die Bock haben, sowas vielleicht auch mal sich anzugucken oder uns auf dem Weg, das Spiel fertig zu machen, begleiten wollen, wishlistet das sehr gerne. Das ist eine Riesenhilfe für jeden Indie, auch für alle, die jetzt bestimmt noch auf die Bühne kommen. Ihr ahnt es nicht. Insofern freuen wir uns natürlich total darüber und geben unser Bestes, das Ding dann auf die Beine zu stellen. Vielen Dank. Super, vielen Dank euch beiden. Dann würde ich euch mal wieder verabschieden, aber wir werden bestimmt demnächst noch viel mehr von euch sehen. Nicht vergessen, Wishlisten. Dankeschön, dass ihr beiden da wart. Wir haben zu danken. Vielen Dank. Dankeschön. Schöne Zeit. Dankeschön.